So wird dein Online-Kurs ein Erfolg. Dies ist der zweite Teil von einem Video, was ich dir bereits schon aufgenommen habe. Die ersten 3 Tipps findest du bereits in meiner Timeline. Hier sind weitere 3 Game Changer, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, damit deine Online-Kurse ein echter Erfolg werden. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Jyotima Flak und ich habe mit der Minikursmethode bereits über 27.000 verschiedene Online-Kurse verkauft, habe eine große Community und habe immer wieder Stammkunden, die meine Kurse begeistert kaufen. Nun erzähle ich dir, wie du mit einem Coaching-Business, mit Online-Kursen als Coach, als Therapeut erfolgreich wirst. Der erste Game Changer ist natürlich, bist du bereits sichtbar genug? Und das kommt dir wahrscheinlich schon aus den Ohren wieder raus, denn Sichtbarkeit ist das A und O für dein Online-Business. Doch wenn du Kunden hast, wenn du eine laufende Praxis hast und immer wieder gebucht bist, dann kommt diese Sichtbarkeit wahrscheinlich ganz zu kurz. Dann schaffst du das erst am Donnerstagabend und schon ist die Woche wieder rum und du hast weder Reels gemacht, noch TikTok bespielt, noch irgendwie an Werbeanzeigen gedacht und so weiter. Hier solltest du dir einen Plan machen für deine Sichtbarkeit. Also, montags morgens nimmst du als erstes mal 3 Videos auf, wie deine Woche beginnt und die stellst du dann geplant zum Beispiel über Buffer, ein Tool, mit dem du deinen Social Media bespielen kannst, oder über die Meta Suite von Facebook, stellst du diese Videos bereits ein. Schon hast du vielleicht in einer Dreiviertelstunde wichtigen Content bereitgestellt für deine Zielgruppe, die du dann einfach in dieser Stunde schon abgewickelt hast, in dieser Dreiviertelstunde. Oder du nutzt die Mittagszeit, so mache ich es meistens, und machst einfach ein lustiges Reel mit so einem Best-of des Tages oder so. Und du stellst das dann einfach gleich schon ein oder timest es für 18 Uhr, denn da ist natürlich die beste Sichtbarkeit. Sorry, ist leider so. Um diese 18 Uhr zu planen, dann stell dir einfach einen Wecker, um dieses Video zu posten. Oder du nimmst dann einfach die Meta Business Suite und stellst dann das Video für den Instagram-Feed ein. Oder ich glaube auch auf TikTok kannst du jetzt in der Desktop-Variante planen. Reels sind nach wie vor der Gamechanger für deine Sichtbarkeit. Ich würde da mal mindestens 3 pro Woche machen. Wenn du es schaffst, mach einfach jeden Tag 1 und schon wächst dein Kanal, deine Sichtbarkeit ungemein. So ist es bei mir hier auch auf YouTube der Fall. Seitdem ich jeden Tag ein Short hochlade, passiert hier so richtig was. Aber auch nicht nur mit Videos, auch mit irgendwelchen magischen Fragen kannst du deine Community begeistern. Stell Fragen, mache eine Umfrage in die Story und das in ganz, ganz kurz. Das sollte dir nicht schwerfallen. Das sollte dir leicht von der Hand gehen und mal eben zwischendurch in deiner Pause, bis der nächste Kunde kommt und schon geht es weiter. Also Sichtbarkeit solltest du in deinen Tagesablauf einbauen, in die Mittagspause, Viertelstunde einbauen oder ebenso zum Beispiel am Montagmorgen oder dann an dem Tag, wo du deine Buchhaltung machst, dass du dort auch dein Marketing einplanst. In einer kurzen Zeit möglichst viel Output. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich oder schau in meinem Shop vorbei. Da gibt es die 365 Beitragsideen für Social Media. Da gibt es TikTok-Kurse, Hochformat-Videokurse für alle Formate, immer das richtige Video einladen und schon kannst du cross-posten mit deinem einen Reel, kannst das überall einstellen. Wenn du dir diesen Kurs geholt hast, weißt du, wie das geht. Dieser Kurs heißt Hochformat-Videos fürs Business und dazu gibt es auch nochmal 150 Videoideen für Reels. Wieso brauchst du diese Sichtbarkeit? Natürlich, damit man deinen Impact, dein Thema bekannt macht. Und dann teilst du in den Stories, dass es dazu einen Kurs gibt, so wie ich es eben gerade gemacht habe. Ich habe angeteasert, dass es dazu Kurse gibt auf meiner Seite. So, du gibst jetzt überall immer Impact, ganz tollen Content raus und stellst dann darunter, wenn du mehr wissen willst, hol dir auch den Kurs für Mütter mit ADHS-Kindern, für Aktienlernen, für, keine Ahnung, Schlafen lernen und so weiter. Ein weiterer Schritt könnte sein, dass du jetzt hier an dieser Stelle anfängst, Ads zu schalten, zum Beispiel auf Google oder auf Meta.
zu einem Thema und zu deinem Online-Kurs, um dir all diese Zeit zu ersparen, dass du postest. Aber ohne zu posten, ich glaube, das wird nichts mehr. Du brauchst immer eine Hälfte organisch und eine Hälfte Werbeanzeigen, so mache ich es. Und so wird das Ganze dann ein Erfolg. Denn auch Werbeanzeigen leben von der Interaktion, leben von Kommentaren oder wie viel gerade auf deiner Seite oder auf deinem Profil passiert. Der Algorithmus, ja, den musst du einmal wuppen und mit dem irgendwie auf der Welle reiten, also dass es für dich Spaß macht. Finde den richtigen Social-Media-Kanal, der dir Spaß macht. Wenn das für dich LinkedIn ist, wenn das für dich TikTok ist, dann machst du das. Und je weniger Aufwand, die du mit dieser Freude hast, umso besser und umso sichtbarer wirst du dann mit diesem Thema. Ein weiterer Schritt, so wie du zum Beispiel die Sichtbarkeit aufbaust und Kunden dann wissen, was sie bei dir bekommen, baust du auch das Vertrauen auf. Punkt Nummer 2 ist Vertrauen aufbauen. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du Feedbacks einsammelst von Menschen, die bereits diesen Kurs gemacht haben, den du da erstellst. Also sammle Beta-Tester, deine besten Freunde ein, Kollegen ein, die sollen dir ein Feedback geben mit Foto, mit Webseite, mit Beschrieb, was in diesem Kurs so gut gefallen hat. Und es sollte ruhig konkret sein und nicht so ein Blabla. Also, wie hat dir der Kurs gefallen? Warum hast du eine Lösung gefunden oder wie hat er dir gut getan? Und drittens, warum kannst du ihn empfehlen? Mit diesen Fragen kannst du zum Beispiel deine Feedbacks bearbeiten und diejenigen um ein Video- oder Textstatement bitten für den Kurs, den du ihnen freigeschaltet hast. Also Beta-Tester suchen, mindestens 3 oder 4 für deine Seite. Und wenn du Kommentare hast, irgendwie in deiner Facebook-Gruppe, wie gut der Kurs getan hat, dann machst du davon einen Screenshot und lädst den hoch auf deine Verkaufsseite. Also Vertrauen für dein Produkt erschaffen, Vertrauen für deine Person. Markenbildung, Positionierung ist das Wichtigste und hier einfach immer wieder präsent sein mit diese Person, die hat wirklich Lösungen erschaffen. Ne? Die ist vielleicht sogar erwähnt in der Brigitte oder in Spiegel TV oder wo auch immer. Nimm die Logos rein, wo du schon mal ein Interview hattest. Und schon entwickelt sich aus deiner Person eine Marke. Du wirst zur Marke, du wirst zum Speaker von diesem Thema. Also ganz wichtig, Feedbacks, die Logos von den Sachen, wo du schon mal erschienen bist, auch vielleicht mit einem anderen Thema oder so, spielt keine Rolle. Pack das auf deine Webseite, das ist das, was du dir erarbeitet hast. Statements, Feedbacks von anderen oder von großen Coaches, die etwas über dich gesagt haben. Pack das doch mit auf die Seite von deinem Online-Kurs und so erarbeitest du dir den Social Proof, den es braucht, damit dein Online-Kurs nicht irgendwie so was Austauschbares wird, sondern wirklich ein Game Changer unter diesen Online-Kursen zu dem Thema. Du bist die Expertin oder der Experte zu diesem Thema. Du wirst damit sichtbar und du bekommst diesen Expertenstatus, so eine Art Halo-Effekt. Apropos Halo-Effekt, deine Ausstrahlung, deine Sprache ist natürlich das Erste, was diejenigen sehen oder ein Video von dir, was sie von dir sehen. Also Punkt Nummer 3, emotionale Ansprache oder auch Storytelling sollte hier auf deiner Webseite passieren, auf deiner Landingpage, wo der Kurs gekauft wird. So wirst du zum Leuchtturm mit deinem Online-Business. So zeigst du, dass du strahlen kannst, du bekommst eine Strahlkraft mit diesem Online-Kurs. All das sind Wörter, die ja nicht umsonst so gewählt sind, sondern die haben eine Botschaft. Und diese Botschaft kannst du für dein Produkt, für dein Thema und für deine Person entwickeln. Nutze Wörter aus deinem direkten Sprachgebrauch, aus deiner Region. Nimm das, was du gerne benutzt und verändere damit die Sprache auf deiner Landingpage. Das sollte nicht trocken sein, das sollte irgendwie emotional sein, das sollte sich an jemand erinnern können, wenn er danach auf der Seite war. Ich glaube, das ist das beste Feedback, was du bekommen hast. Ich fand es so besonders, ich fand es anders, es hat mich sehr angesprochen. Deswegen habe ich mir auch den Kurs gekauft oder deswegen habe ich mich jetzt zum Gespräch angemeldet. So etwas höre ich oft und das hat natürlich was mit Markenbildung, mit Branding, mit einem Markendesign zu tun, was unvergleichlich ist, was einzigartig wird. Wie kannst du also diese Magie erzeugen in deinen Worten, in deinen Videos? Ein besonderes Licht, eine besondere, weiß ich nicht, Christian Bischoff ist damals irgendwie mit diesem roten Stirnband immer aufgetreten, weil er einfach aus dem Sport kam und hat dann immer irgendwie dieses
Stirnband getragen, bis er das irgendwann losgeworden ist. Aber das hat ihm eine Marke gebildet. Und irgendwann wächst man raus und verändert das wieder. Aber es ist eine Wiedererkennung, die du immer wieder nutzen kannst. Ich ziehe zum Beispiel öfters etwas Rotes oder Weißes an in meinen Videos, damit man einfach diesen Leuchtturm-Effekt hat. Welches Branding, welche Emotionalität bringst du in dein Business rein, in dein Thema rein? Wie unterscheidet sich die Sprache in deinem Online-Kurs auf der Verkaufsseite und auch im Kurs von anderen? Nutze jetzt also die Chance, um mal zu gucken, was machen andere, was kannst du dagegen, was kannst du machen? Und ich sage dir einfach so auch als Heilpraktiker oder so immer mit einem zarten Grün und so ein paar Blätterchen, damit wird es wahrscheinlich keinen Erfolg haben, sondern entscheide dich für kräftige Farben, die auch einen Kaufimpuls auslösen können. Viel Spaß damit! Schau dir auf jeden Fall auch Teil 1 an, wenn du das noch nicht gemacht hast, von diesen Tipps. Entwickle deinen Online-Kurs zu einem richtigen Game-Changer. Mehr hier auf meinem Kanal Coaching Business mit Online-Kursen und hol dir auf jeden Fall die Minikursmethode und weitere Kurse in meinem Shop, um richtig loszulegen. Viel Spaß damit und viel Erfolg. Deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.